Guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar Zusatzfunktionen. Mein Name ist Hans-Jakob Becker und gemeinsam mit Ute Heimann begrüßen wir Sie recht herzlich zum Webinar. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf das Webinar heute mit Ihnen. In den nächsten 20 Minuten zeigen wir Ihnen anhand eines Rollenspiels, wie Judith Feller ihrem Kollegen Paul Thomsen hilft, den Rechnungsprozess bei der Clarob AG zu optimieren. Dabei geht es um Zusatzfunktionen, die hier exemplarisch rund um den Rechnungsprozess eingesetzt werden. Sie haben wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte tun Sie das im Chat. Der Mario Schneider aus dem Support wird die Fragen entgegennehmen und wir werden die im zweiten Teil nach dem Rollenspiel beantworten. Bitte schreiben Sie doch zur Frage auch Ihren Namen und Ihre Firma dazu. Wie auch die letzten Male zeichnen wir das Webinar wieder auf. Sie bekommen den Link zur Aufnahme zugeschickt mit den Fragen, auch solche, die wir möglicherweise nicht beantworten im zeitlichen Rahmen, die aber im Chat zu uns kommen, werden wir dann auch mit Antwort Ihnen zuschicken. Noch ein Hinweis zur Terminologie. Wenn wir von Projekten sprechen, ist das synonym mit Mandat. Also beide Begriffe sind gleichberechtigt. Aber steigen wir doch ein ins Rollenspiel. Der Ausgangspunkt ist die Besprechung zwischen dem Paul Thomsen, der von mir gespielt wird, und der Ute Heimann, der Judith Feller von Ute Heimann gespielt. Der Paul Thomsen ist bei der Clarob AG für das Vertec zuständig und von seinem Chef, dem Christoph Keller, hat er den Auftrag erhalten, den Rechnungsprozess zu optimieren. Dabei soll es um eine Übersichtlichkeit gehen, um Freigaben und bis hin zum Mahnwesen, einfach diesen Prozess besser gestalten. Er macht sich gleich an die Arbeit, denn bis zum nächsten Rechnungslauf im April soll das ja fertig sein, soll das schon zur Verfügung stehen. Und darum macht er sich gleich an die Arbeit, kommt aber bald zu seiner Kollegin, der Judith Feller, und bittet um Rat. Aber sehen wir selber. Ja, hallo Judith, ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe so ein paar Fragen und du kennst dich ja auch recht gut aus in Vertec. Also was ich machen muss, der Christoph, der war bei mir und sagt, den Rechnungsprozess, den will er ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Und ich habe da schon so ein paar Ideen, wie ich das mache. Aber ich bräuchte jetzt nochmal die Hilfe. Schau mal, ich habe hier Rechnungsordner und ich hätte gern noch so einen Rechnungsordner, so ein SQL für provisorische Rechnungen. Kannst du mir da irgendwie nochmal so eine Hilfestellung geben? Ja, hallo Paul. Das können wir gerne zusammen machen. Aber lass uns doch erstmal den Prozess an sich anschauen. Ist das wirklich alles, was du brauchst? Sollen wir nur noch einen zusätzlichen SQL-Ordner erstellen oder brauchst du da noch mehr? Ja, ich brauche dann schon nochmal einen für irgendwie kontrollierte oder freigegebene Rechnungen, ähm, die ich dann für den Versand nehmen kann und auch nochmal einen für die offenen, also die unbezahlten Rechnungen. Also ich glaube, ich brauche schon ein paar Ordner. Ja, wir könnten das jetzt natürlich tun. Also wir könnten uns anschauen, wie sind denn unsere Anforderungen und den SQL-Ordner, den würden wir sicher auch hinbekommen. Ich war ja mal im Vertec-Kurs, das würden wir bestimmt schaffen. Aber ich glaube, wir sind ja nicht die Ersten, die die Rechnungsstellung in Vertec mit einem ordentlichen Prozess durchführen. Und von Vertec werden ja Zusatzfunktionen kostenlos zur Verfügung gestellt. Lass uns doch mal schauen, ob es da nicht auch was zur Rechnungsstellung gibt. Ich glaube, es gibt, Wo finde ich die ähm, denn? schau doch auf der Vertec Homepage. Da bin ich schon, ja. Ich bin auf Genau, der da sehen Knowledge wir Base. ganz Ah, prominent die Zusatzfunktionen. sehr gut. Stimmt, ich bin da auch schon mal drüber, aber ganz genau weiß ich nicht, was die eigentlich machen. Okay, und was finde ich da jetzt?
Genau, wir suchen ja jetzt eine Zusatzfunktion zur Faktorierung. Ich weiß, dass es verschiedene Stammordner gibt im Vertec und wir bräuchten jetzt einen Stammordner für die Faktorierung. Ja, finde ich was. Stammordner Faktorierung. Genau, lass uns Okay. doch mal anschauen, was da drin steckt. Provisorische, offene, ja genau. Überfällig, ja. Bezahlte Rechnung, alles drin, was ich suche. Und wie kann ich das jetzt einladen? Genau, das funktioniert so. Wir laden zuerst eine Datei runter, die findest du ganz, ganz unten auf der Ja, Website, okay. genau, unter dem Download-Bereich. Was wir da jetzt runtergeladen haben, das ist eine XML-Datei, Config-Set wird das genannt. Und die können wir jetzt in unser Vertec importieren und damit sind dann die Konfigurationen, die enthalten sind in dieser Zusatzfunktion, in unserem Vertec drin. Kann ich das jetzt einfach so reinladen oder muss ich was beachten? Ja, Achtung, nicht einfach ins Produktivsystem laden. Das ist so, alles, was wir mit so einer Zusatzfunktion laden, mit so einem Config-Set, das ist im Prinzip genauso wie das Customizing, was wir auch selber machen würden. Und wir würden ja jetzt auch nicht hingehen und einfach in unserem produktiven Vertec den SQL-Ordner anlegen, von dem du am Anfang gesprochen hast. Das würden wir ja zuerst testen. Das heißt, wir würden unsere Testumgebung nehmen und dort den Prozess langsam aufbauen. Aber schau Und mal, Judith, du genauso, weißt doch, dass ich da ganz vorsichtig ah, bin. Ich bin schon im Test. Ich mache mir das auch immer mit diesem Zusatz im Namen fest, dass ich es jedes Mal sehe. Also da bin ich jetzt schon geschult genug. wunderbar, Okay, und genau. wie bringe ich diese Zusatzfunktion, die ich runtergeladen, dieses Config-Set, wie bringe ich das jetzt hier rein? Schau mal ganz Hast du oben da irgendwo? rechts. Genau, da haben wir das kleine Zahnrad und da gibt es einen Menüpunkt Config Sets. Klick mal da Okay, genau. drauf. Den habe ich auch schon gesehen. Und wenn Jetzt du jetzt auf importiere ich einfach Importieren mal. gehst, genau, kannst du das File, was du eben runtergeladen hast, einfach reinladen. Okay, jetzt geht das im Moment. Ah, schon drin. Genau, hast du aufgepasst? Okay. Links war zuerst dieser Stammordner Faktorierung noch nicht da und jetzt sehen wir ihn, genau. Ja, das ist genauso, wie es beschrieben ist. Ja, cool. Dann habe ich ja schon alle Ordner. Genau, im Prinzip Okay, hat das ging das schnell. Config-Set jetzt genau das getan, was wir auch manuell hätten machen können, nur halt viel, viel schneller. Das heißt, es wurden auch die Ordner angelegt mit, mit ihren Listeneinstellungen, vielleicht mit Suchfeldern. Ähm, und das, was wir jetzt hier sehen, ist natürlich ein Vorschlag von der Vertec, wie die sich den Rechnungsprozess vorstellen. Und wir können jetzt schauen, ob das zu unseren Anforderungen passt. Also das heißt, könnte ich denn jetzt hier noch was ändern an an dieser Zusatzfunktion? Also zum Beispiel an dem Rechnungssuchordner? Ja, genau. Das könnten wir jetzt genauso weiter bearbeiten, wie wir auch einen selbst erstellten Ordner weiter bearbeiten. Das heißt, die Implementierung fügt sich jetzt ja nahtlos in unser Vertec ein. Wir sehen ja jetzt auch überhaupt nicht mehr, ob wir den Ordner selbst erstellt haben oder ob er geladen wurde und Stimmt, so ja. schnell mit einer Zusatzfunktion importiert wurde. Das heißt, wir könnten jetzt auch hier neue Spalten hinzufügen, wenn wir vielleicht noch was Zusätzliches brauchen, den Projektleiter zum Beispiel. Der ist ja für euch immer interessant, glaube ich. Oder noch weitere Suchfelder. Wir könnten auch, wenn wir einen Ordner gar nicht brauchen, den wieder rausnehmen oder ja, die Suchfelder anpassen. Okay, das muss ich mir dann nochmal durchlesen. Das ist ja alles dokumentiert. Ähm, ja, wenn es schon so gut läuft, hast du eine Idee zu der Rechnungsfreigabe? Ja, lass uns doch auch mal schauen, ob es dazu eine Zusatzfunktion gibt. Gehe hier mal zurück und suchen es. Ah, hier ist schon was. Okay. Ah, auch schon dokumentiert. Okay, dann wird es ja hier auch ein XML geben. Ah, hier steht ja auch, was die Voraussetzungen sind. Aber wir sind auf 6.8, das habe ich eben kontrolliert. Sehr Das gut. passt schon. Das können wir dann nutzen. Dann lade ich auch das runter und lass mich selber tun.
Ich muss das hier einfügen oder importieren. Invoice Approval. Das ist die Datei, die ich gerade runtergeladen habe. Jetzt braucht es ein bisschen Zeit. Ja gut, die habe ich. Schon drin. Okay, und was ist da jetzt passiert? Genau auf der linken Seite im Baum, da ist ein zusätzlicher Ordner noch dazugekommen unter diesem Stammordner Faktorierung. Der heißt Stimmt. Okay. Rechnungsfreigabe. Genau. Aber wenn ich Aber ich jetzt glaube, den Prozess mal anschauen will, also ich habe eine Rechnung und dann, genau, dann können hier wir gibt es hier was Neues. genau, richtig, auf der Seite können wir den Freigabestatus setzen. Aber es ist ja nicht immer so, dass der Prozess immer schon ganz fest vorgefertigt ist. Wir können, Oh, der verrechnet hier schon zur Freigabe. Mhm. So wie ich den Christoph kenne, er will das, glaube ich, wirklich erst bei der Freigabe fixieren. Genau, das Kann glaube ich ich das auch. ändern? Ja, Oder muss ich? genau, wir können die Zusatzfunktion noch anpassen. Wir können das auch noch mal nachlesen auf der Knowledge Base. Da steht genau, welche Einstellungen man vornehmen kann und wo man die Informationen dazu findet. Also hier Wenn du ein meinst du? Stückchen, ja, genau, wenn du ein Stückchen holst, Stopp, Konfiguration der Einstellungen hatten wir da unten. Das ist der Ordner Rechnungsfreigabe, der ist neu. Okay. Genau. Einstellungen, Projekte, dort wird der Ordner Rechnungsfreigabe angelegt. Und da können wir konfigurieren. Lass uns das doch Also mal in unserem Vertec anschauen. okay, in den Einstellungen hat es jetzt auch noch eine Möglichkeit dazu. Ich bin ja als Admin hier drin. Hier ist das. Okay. Genau, wie ist es im Moment? Jetzt gerade wird verrechnet, wenn du zur Freigabe setzt. Aber da meintest du schon, das trifft wahrscheinlich nicht unseren Prozess. Dann nimm doch das Häkchen einfach heraus. Sehr cool. Und Und das könnte ich auch erweitern? In genau, das 4 könnte oder man auch 5 Stufen? erweitern auf mehrstufige Prozesse. Und wir könnten auch noch die Benachrichtigungen setzen. Vielleicht, dass du noch benachrichtigt wirst oder der Christoph Keller. Das könnten wir auch noch hinzufügen Ja, okay. für Ich jede setze mich mal Rechnung, die rein, dann kann ich freigegeben so am ist. Anfang ein bisschen mitverfolgen. Dann kriege ich die Meldungen zu den freigegebenen Rechnungen. Hey, cool. Das sieht doch schon gut aus. Also jetzt haben wir hier den ganzen Prozess mal. Die Rechnungsfreigabe hätten wir noch. Lass mich raten. Vom Mahnwesen gibt es auch irgend so eine Zusatzfunktion. Lass uns doch mal direkt nachschauen. Also, ich gehe hier mal zurück auf die Zusatzfunktionen und suche mal Mahnwesen. Genau. Hier ist die 6.8 vorausgesetzt, aber da sind wir safe. Oh, das ist auch ganz schön viel dokumentiert. Aha, das gibt es hier auch so eine eigene Sektion auf der Kachel. Wow, da gibt es ja richtige Übersichten. Hey, das ist ja mega. Komm, die lade ich schnell mal rein. Da will Genau, im ich doch mal sehen. Testsystem können wir das ja auch schnell einfach Genau, ich bin ja machen. immer Da auf dem gehen wir Test. davon Aber aus, wir machen nichts kaputt. Genau. das würde aber bedeuten, wenn ich so übernehmen kann, könnte ich es ja auch direkt in die Prod übernehmen. Das würde ich erst dann machen, wenn wir wirklich getestet haben, dass der Prozess genau so ist, wie wir ihn haben möchten. Und auch, dass an keiner anderen Stelle Auswirkungen zu sehen sind, die vielleicht unerwünscht sind. Wir haben ja auch viele Listen einfach selbst konfiguriert. Ja, okay. Wir Guter prüfen das Punkt. besser sorgfältig im Testsystem und übernehmen das erst dann ins Produktivsystem. Genauso wie wir das ja auch tun würden, wenn wir eine eigene Anpassung durchführen würden. Okay, aber angenommen, ich bin damit zufrieden und es gibt keine Kollisionen mit anderen Listeneinstellungen oder Ordnern, dann kann ich das Genau, übernehmen ins Prod. richtig. Dann können wir das einfach ins Produktivsystem übernehmen und haben dort auch blitzschnell genau die Anpassungen gemacht, die wir brauchen. Und wie sieht das jetzt hier aus? Gut, das wäre noch keine Rechnung zum Mahnen. Was finde ich denn eine? Ne, hier werden die überfälligen Rechnungen. Überfällige heißt, dass sie eigentlich schon gezahlt sein sollten und
gemahnt werden könnten. Wie sieht das da aus? Okay, jetzt habe ich hier diesen Abschnitt auf meiner Kachel und könnte das, es gibt sogar einen Mahnstopp. Ja, es kommt halt Genau. immer wieder mal vor, dass, dass wir da sagen, keine Mahnung schicken, da ist klar, warum das noch nicht bezahlt ist. Sehr cool. Also eigentlich bin ich recht geflasht jetzt. Ich habe eigentlich die technischen Sachen schon drin. Ich muss mich jetzt nur noch um die Schulung und die Schulungsunterlagen kümmern, aber da finde ich ja auch auf der Knowledge Base unter diesen Zusatzfunktionen alles schon dokumentiert. Also Ja, genau. wenn es keine großen Anpassungen gibt, und ich werde mit dem Vorschlag mal zum Christoph gehen, der ist ja auch sehr pragmatisch, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das so belassen und mal so starten. Dann muss ich nur noch die Schulungen machen und die Dokumentation für uns. Dann schaffe ich das bis Ende März, dass wir den April dann schon so nach dem neuen Prozess durchlaufen können. Hui, da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Ich habe schon gedacht, ich bin über Ostern nur noch am SQL-Ordner schreiben, aber das ist ja dann, sieht ja schon sehr gut aus. Genau, das Schöne Da, ist halt, dass sich die Anpassungen jetzt ja wirklich in unser Vertec einfach nahtlos integriert haben. Genauso, als hätten wir selber die Anpassungen vorgenommen. Das steht nicht irgendwie separat nebenher, sondern wir können das einfach innerhalb unseres Vertec nutzen. Und damit haben wir uns natürlich die ganze Konfiguration zeitlich einfach gespart. ey, das ist echt cool, dass ich diese Funktion einfach so importieren, so übernehmen kann. Es gibt aber noch Das einen gefällt zweiten mir. Punkt, der wichtig ist. Wir hätten ja sonst, überleg mal, am Anfang haben wir selber überlegt, ja, wie soll denn der Prozess überhaupt aussehen? Genau die Arbeit ist uns ja jetzt auch zum Teil abgenommen worden. Was wir hier bekommen, ist ja einfach ein Best Practice für den Prozess, der schon mal alle Schritte, die wahrscheinlich wichtig sind, auch enthält. Vielleicht hätten wir sogar einen Teil vergessen, der auch wichtig gewesen wäre. Und das bekommen wir hier einfach schon mitgeliefert. Das gefällt mir. Sehr cool. Puh, da bin ich also schon weit gekommen. Es lohnt sich halt immer mit dir, Judith, so ein kleines Meeting abzuhalten. Du hast immer gute Ideen. Wow. Genau. Mir gefällt besonders, dass wir jetzt einfach so viel Zeit gespart haben. Zunächst war ja unser Rechnungsprozess ziemlich rudimentär im Vertec und jetzt mit einem Klick konnten wir da auf einmal den ganzen Prozess reinladen. Das ist ein bisschen so wie in meinem Lieblingsfilm aus den 90ern. Kennst du den? Matrix, da lernt die Trinity innerhalb von ein paar Sekunden, wie man einen Helikopter fliegt. Ich muss dir da mal den Link dazu in den Chat tun. Und genau so haben wir jetzt auch unser eigenes Vertec angepasst und eigentlich ganz schnell so eine Funktionalität reingenommen, die es vorher noch nicht so gab. Ja, den Film habe ich, glaube mal gesehen, aber schick doch mal den Link. Interessiert mich, ja. Genau, ich habe den Link zu dem Schnipsel mal direkt in den Chat gepostet. Weißt du was? Ich habe jetzt so viel Zeit gespart. Ich gucke mir den Film heute Nachmittag komplett an. Sehr gut. Hey, danke, Judith. Danke, Paul. Und Macht immer Spaß, mit dir zusammen was in Vertec zu arbeiten. sehr gerne. Danke. Gut. Soweit mal das Rollenspiel, die Diskussion, die Unterhaltung von Judith Feller und Paul Thompson. Und was haben die rausgefunden in ihrer Diskussion? Es gibt viele Zusatzfunktionen, die auf der Knowledge Base kostenlos zur Verfügung stehen. Es gibt eine große Auswahl davon, die Möglichkeiten bieten, Funktionalität zu erweitern und das nicht einfach mit viel Aufwand, sondern im Gegenteil sehr effizient. Also das eigene Vertec, die eigene Vertec-Instanz können wir effizient mit diesen Zusatzfunktionen erweitern, mit dem großen Vorteil, dass es eben schon Best Practice bei Fälle sind, also dass der Prozess schon als Vorschlag daherkommt, dass Voraussetzungen und Module, die man dazu braucht, dokumentiert sind, dass ich das also sicher bewerten kann, was ich dazu einladen will, was ich dazu brauche und dass ich es eben auch
mit dem, dass ich es ins Testsystem nehme, völlig unkompliziert ausprobieren kann und somit in mein produktives System sicher implementieren kann. Jetzt möchten wir gern auf die Fragen eingehen. Ich bitte jetzt den Mario Schneider, sich mal dazu zu schalten. Der hat die Fragen gesammelt und die möchten wir jetzt gerne hier im Folgenden beantworten. Hallo in die Runde. Ja, es gab schon die ein oder andere Frage im Chat. Eine ist zum Beispiel eine spannende Frage. Ich glaube, da kann die Ute wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Gibt es eine Zusatzfunktion für Abwesenheiten, Urlaube in Deutschland? Hier benötigen wir unbedingt eine Angabe in Tagen statt in Stunden. Da kann ich was zu sagen. Ja, nein, im Moment gibt es die noch nicht, aber wir sind gerade mit Hochdruck daran und stellen die demnächst zur Verfügung. Das bedeutet aber nicht, dass Wertec tatsächlich die Abwesenheiten in Tagen rechnet, sondern die Berechnung im Hintergrund passiert weiterhin in Stunden. Und das ist auch gut so. Aber wir möchten gerne eine Darstellung auf der Oberfläche in Tagen erreichen, sodass ich gleich sehen kann, wie viele Tage dauert meine Abwesenheit und insbesondere, wie ist denn mein Saldo in Tagen. Das klingt zunächst mal sehr, sehr einfach, ist es nicht direkt, insbesondere dann, wenn man Wechsel in der Sollzeit hat. Dann sind nämlich die Urlaubstage einfach unterschiedlich bewertet von der Stundenanzahl her. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber wir arbeiten da an einer Lösung, die genau das transparent macht und die auch ermöglicht, diese Berechnung in Stunden mit den Tagen zusammenzubringen und transparent nachzuvollziehen. Also ich bitte da noch um ein bisschen Geduld, da kommt was demnächst. Prima. Der Appetit kommt gewöhnlich beim Essen, daher gibt es gleich noch eine zweite Frage zu den Zusatzfunktionen. Kann man auch einen mehrstufigen Prozess für Abwesenheiten modellieren, ähnlich wie bei der Fakturierung? Es gibt im Moment schon eine Zusatzfunktion zur Abwesenheitsfreigabe, aber nicht so dynamisch anpassbar, wie das bei den Rechnungsfreigaben ist, sondern da gibt es wirklich nur eine Freigabestufe und die hat auch vordefiniert gleich eine Funktionalität dahinter. Es ist nämlich so, dass die Abwesenheiten, wenn sie freigegeben werden, gleich auch aufs Urlaubskonto einzahlen, also von dort abgezogen werden. Und da gibt es aktuell nur eine Stufe. Wenn Sie den Prozess erweitern möchten, was natürlich möglich ist, wenden Sie sich am besten an den Wertec-Betreuer, weil ja diese Zusatzfunktionen sich nahtlos einfügen in das vorhandene Customizing, kann man die auch anpassen und dann durch eigenes Customizing den Prozess mehrstufig erhöhen. Sehr gut. Jetzt kommen natürlich, da ihr das beide ja so schön adressiert habt mit der mit der Testumgebung, gab es natürlich auch 2, 3 Fragen. Gibt es eine Anleitung, wie wir eine Testoberfläche erstellen können? Da würde ich mal sagen, gehen Sie auf Ihren Wertec-Ansprechpartner zu, weil das ist ein bisschen davon abhängig, ob Sie eventuell schon On-Premise-Kunde sind, dann ist es etwas einfacher. Und für die Cloud-Abo-Kunden ist das auch möglich. Es gestaltet sich eben nur etwas differenzierter. Also scheuen Sie sich nicht, gehen Sie einfach auf Ihren Wertec-Betreuer zu. Der kann Sie beim Einrichten, beim Erstellen einer Testumgebung unterstützen. Darauf aufbauend fehlt natürlich noch eine weitere Frage zu den Zusatzfunktionen. Was geschieht bei Updates mit den Zusatzfunktionen? Man muss da unterscheiden. Bei Wertec-Updates, also bei Updates von Wertec auf die nächsthöhere Version, werden die Zusatzfunktionen genauso wie Ihr Customizing auch einfach mit abgedatet. Da passiert zunächst mal gar nichts, außer dass Sie die neue Funktion, die neue Wertec-Version zur Verfügung haben. Was ich vermute, worauf die Frage zielt, ist aber nicht das Update der Wertec-Version, sondern wenn es eine neue Version der Zusatzfunktion gäbe. Und da muss man wirklich aufpassen. Es ist so, wenn man so eine Zusatzfunktion reinlädt in sein eigenes Wertec, dann, habe es schon ein paar Mal gesagt, dann integriert die sich in Ihr bestehendes Customizing. Wenn Sie jetzt gar nichts verändern würden an dieser Zusatzfunktion, dann wäre es möglich, problemlos die alte Zusatzfunktion zu entfernen und eine neue Zusatzfunktion zu laden, also die neue Version, wenn zum Beispiel die Funktionalität erweitert wurde.
Wenn Sie schon Anpassungen durchgeführt haben an der bestehenden Zusatzfunktion und insbesondere spreche ich zum Beispiel davon, dass Sie Listen erweitert oder angepasst haben, dann raten wir wirklich davon ab, einfach die neue Version der Zusatzfunktion darüber zu laden, denn Ihre eigenen Anpassungen gehen damit verloren. Das bedeutet, wenn Sie eine Zusatzfunktion in Betrieb haben und Sie haben schon Anpassungen vorgenommen, die also wirklich in Ihr eigenes Customizing überführt, dann lohnt es sich zu vergleichen, entweder welche Anpassungen habe ich vorgenommen, ist es günstiger, die Zusatzfunktion erneut zu importieren und die Anpassungen nochmal durchzuführen. Auch da gibt es Unterstützung. Zum Beispiel kann man sich die Listeneinstellungen einfach wegspeichern, zum Beispiel in einen Excel-File. Da gibt es so eine Funktion auf der Knowledge Base, wo man sich seine eigenen Listeneinstellungen wegsichern kann. Und dann führt man die danach nochmal durch. Oder aber man schaut gemeinsam mit dem Vertec-Betreuer, was waren denn überhaupt die Anpassungen an der Zusatzfunktion und übernimmt die dann manuell in sein eigenes System. Also ich würde wirklich nicht eine angepasste Zusatzfunktion einfach updaten, also eine neue Version darüber laden, weil mir dann meine eigenen Anpassungen verloren gehen. Und das möchte ich ja in der Regel nicht. Dabei unterstützen kann in der Regel der Vertec-Betreuer ganz gut. Manchmal sind die Anpassungen auch gar nicht so weitreichend, sodass man die einfach auch in das eigene Vertec noch übernehmen kann. Mit den Anpassungen sind ja in der Regel auch Diskussionen verbunden, intern im Prozess etc. Also dort steckt ja auch schon Zeit drin, da hat man Zeit investiert in solche Anpassungen. Also die sollte man nicht einfach wegwerfen und mit einer neuen Funktion dann wieder am selben Punkt stehen wie vor der Diskussion. Okay, seid ihr bereit für eine nächste Frage? Hier gibt es tatsächlich nochmal eine direkt zur Rechnungsfreigabe. Kann man bei der Rechnungsfreigabe zusätzliche Personen für die Rechnungsfreigabe erstellen? Wenn ja, wie? Zusätzliche Personen, die zum Beispiel benachrichtigt werden, das kann man, ja. Man kann einfach neue Stufen hinzufügen. Die Reihenfolge wird festgelegt und dort kann man Personen auswählen, die benachrichtigt werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt wirklich einfach den User aus, also direkt die Person, oder aber man gibt es an dynamisch über OCL. Also zum Beispiel der Projektleiter, der ist ja nicht auf jedem Projekt gleich. Da möchte man ja nicht einen konkreten Mitarbeiter angeben, sondern dann wird immer jeweils der Projektleiter gezogen, der auf dem Projekt eingetragen ist und der wird dann benachrichtigt. Also das geht sowohl dynamisch als auch fix auf einen User bezogen. Könnte mir vorstellen, dass die Frage vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung tendiert, nicht nur hinsichtlich der Benachrichtigung, sondern dass zwei oder mehrere Personen erst eine Rechnung freigeben müssen. Ja, auch das geht, genau. Also man kann auch mehrere Stufen hinzufügen. Bei der Rechnungsfreigabe ist das wirklich sehr individualisierbar und flexibel. Man kann beliebig viele Stufen hinzufügen, aber natürlich muss man sich auch immer belegen, dass solche Prozesse ja auch gelebt werden müssen. Also schauen Sie einfach, dass es bei Ihnen trotzdem noch effizient durchgeht. Aber theoretisch gesehen kann man beliebig viele Stufen hinzufügen, ja. Ich glaube, hier kommt, glaube ich, auch noch eine Frage, die wir vermutlich mit einer Zusatzfunktion beantworten können. Wie kann man die Rechnung direkt per E-Mail mit dem Einzahlungsschein versenden? Es gibt eine Zusatzfunktion, Rechnung, wie heißt die? Dokumentenversand? Berichtversand, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht. Berichtversand, ja. Berichtversand, danke schön, ja. Und die ermöglicht, dass man direkt so einen Report, das kann eine Rechnung sein, es könnte aber auch ein Brief oder eine Offerte sein, direkt ausdruckt und dann an eine E-Mail anhängt zum Versand. Ich vermute, das geht in die Richtung. Genau. Gibt es da Präzisierung zu dem Einzahlungsschein? Also geht es da um QR-Code oder EPC-Code? Nein, gibt es nicht, aber es wäre uns ja im Prinzip egal. Und das wäre Genau, ja der sogar im Standard drin, ja. Richtig, Ja. genau. Der QR-Code ist ja, wenn dann alle Angaben gemacht sind, damit der generiert werden kann, ist er direkt im Rechnungsreport enthalten, also im PDF, das erzeugt wird. Und das wird dann einfach als Anhang an die Rechnung angehängt. Also Ja. an die E-Mail angehängt. Genau. Ja, also da stand nur, der Einzahlungsschein kam jetzt noch als Zusatz.
welcher generiert wird. Aber genau, der ist ja bei uns im Dokument inkludiert. Das heißt, die Rechnung ist ja dann als Anhang an der E-Mail dabei. Genau. Das wäre die Rechnungsvorlage hier jetzt in der Dokumentation, die man auswählt, die dann an das E-Mail angehangen wird. Ja. Genau. Und noch eine zweite Frage. Kann der Versand an mehrere Empfänger erfolgen? Ich Das ist glaube, das geht in der tatsächlich nicht. Man Genau, in könnte der vermutlich, Standardfunktion, der also tatsächlich bin Standardzusatzfunktion ich ist nicht es nicht sicher. vorgesehen. Genau. Ja. Aber anpassen könnte man das mit Sicherheit, dass man hier mehrere Empfänger separiert angibt. Das geht ganz bestimmt. Also genau, hier in den Vorlagen ist es nicht enthalten. Man muss ja immer schauen, also es ist ja nicht eine E-Mail-Adresse, die dann fix hinterlegt ist, sondern auch hier muss ja geschaut werden, an wen geht denn die E-Mail. Das heißt, die muss gezogen werden von der Rechnungsadresse, und wenn es noch weitere Empfänger gibt, müssen die ja auch ermittelt werden. Man müsste dann sich ein OCL entsprechend aufbauen, das genau diese E-Mail-Adressen als separierte Liste zurückliefert, und die könnte man hier eintragen, ja. Ich springe mal ein bisschen. Wir bleiben beim E-Mail-Versand. Ich glaube, da haben wir auch irgendwas in Aussicht. Gibt es für den E-Mail-Versand mit dem neuen Outlook bereits eine Lösung? Auch da bitte ich um ein bisschen Geduld. Wir haben das auf der Pipeline, aber das gibt es jetzt aktuell noch nicht. Sehr gut. So, Rechnungsfreigabe. Jetzt haben wir noch so 1, 2 Fragen, die für mich nicht ganz ins Thema passen. Ich würde sagen, die beantworten wir dann einfach bilateral im Nachgang zum Webinar, weil die sind jetzt, also ich kann sie gerne vorlesen. Und zwar, bei uns sind Spesen in der Regel nicht verrechenbar. Wie kann verhindert werden, dass Spesen in Rechnung automatisch einbezogen und verrechnet werden? Ja, das ist ein bisschen, ich glaube, da gibt es keine Trennung. Du kannst entweder sagen, Leistungen und Spesen und Auslagen automatisch verknüpfen oder keins von denen. Aber ich glaube, eine separate Aufgliederung gibt es, glaube ich, nicht, meiner Meinung nach. Also die Einstellung gibt es, zu sagen, ich kann die Spesen nutzen oder eben nicht. Bei der Rechnungsstellung, also jetzt in einem Projekt wäre das zum Beispiel in den Vorgaben drin, dass ich sage, ich möchte Speseneinträge verwenden oder nicht. So wären die Spesen zwar an der Rechnung angehängt, werden aber nicht gezeigt oder nicht verrechnet im Sinne von, dass Beträge ausgewiesen werden. Ja. Also den Haken rausnehmen würde wahrscheinlich hier schon das Problem lösen. Sehr gut. Sehr gut. Also Zusatzfunktionen braucht es wirklich nur dann, wenn es der Standard noch nicht bringt. Hier, wenn wir jetzt tatsächlich in einem Standardfall drin, also da wird es auch in Zukunft keine Zusatzfunktion geben dafür. So als kleiner. Also vielleicht auch noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Wann suche ich überhaupt eine Zusatzfunktion und wann schaue ich nach Standardfunktionalität? Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu differenzieren. Überall dort gibt es Zusatzfunktionen, wo wir sehen, dass wir ein Best Practice finden können für ein Customizing, das auch schon erprobt ist bei vielen Kunden, was wir dann allen unseren Kunden zur Verfügung stellen möchten. Und das ist manchmal zu bestimmten Themen, wie jetzt hier zur Rechnungsstellung, manchmal aber auch zum Beispiel zum Einkaufsprozess, den ja auch nicht alle Kunden in Vertec abbilden. Also immer dann, wenn es so ein bisschen spezifischer wird, dann gibt es in der Regel eine Zusatzfunktion. Wir verwenden Zusatzfunktionen aber auch dann, wenn es zum Beispiel länderspezifische oder auch branchenspezifische Themen gibt, die also nur für eine Branche relevant sind, zum Beispiel für Anwälte, für Ingenieure. Das Vertec ist ja für mehrere Branchen passend, aber die Zusatzfunktionen reichern dann jeweils die Branchenfunktionen an. Oder auch Themen, die zum Beispiel nur in Deutschland oder nur in der Schweiz relevant sind. Gut. Wie gesagt, ich habe noch 1, 2 Chat-Anfragen, die passen so meiner Meinung nach gar nicht ins Thema. Die würde ich hier ein bisschen ausklammern wollen. Die beantworten wir dann einfach schriftlich im Nachgang zum Webinar. Ansonsten würde ich sagen,
gibt es keine neuen Fragen. Und ihr dürft ihr habt das Schlusswort. Das heißt, vielleicht nochmal zu dieser vorhergehenden Frage. Wenn du sagst, Ute, da kommt immer wieder mal was dazu. Also ich glaube, es lohnt sich doch, hier auch immer wieder mal auf die Seite, das ist auf der Knowledge Base, unter Zusatzfunktionen, ziemlich prominent in der mittleren Kachel. Also hier immer auch wieder mal sich zu informieren. Es wird auch informiert, wenn es eine neue Zusatzfunktion gibt. Also hier sollte man einfach dranbleiben, denn da gibt es vielleicht wirklich viele Dinge, die große Zeitersparnis bringen, effizient in das Werkzeug einzufügen sind und dazu noch dokumentiert und erprobt sind. Wenn es keine Fragen mehr gibt, vielen Dank, Mario, für das Sammeln der Fragen. Immer gerne. Dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis bald. Ich möchte noch einen Punkt anfügen. Die neuen Zusatzfunktionen werden auch immer angekündigt im Vertec-Forum. Also wenn Sie dort bisher noch nicht reingeschaut haben, dann tun Sie das. Und dort können Sie auch immer Fragen loswerden zu den Zusatzfunktionen. Die werden beantwortet und wir nehmen auch sehr gerne Ihre Anregungen entgegen, um Zusatzfunktionen entweder neue zu erstellen oder zu verbessern. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite und noch einen schönen Tag Ihnen.